Servus zusammen, heute bin ich zurück in Marcel's Kitchen. Draußen, sehr schönes Wetter, aber ein bisschen windig. Und wir machen heute einen leckeren Guacamole, perfekt für Chips oder zu Tacos, Fajitas, Burritos. Wirklich lecker, einfach zu machen, alle frische Zutaten. Legen wir gleich los. Also für das Rezept habe ich 4 reife Avocados. Vielleicht ist der ein oder andere ein bisschen zu reif. Hoffentlich werde ich nicht zu viel wegschneiden müssen. Eine Limette. Ich habe immer aber eine 2 dabei, falls der Saft von der einen Limette nicht reicht. Eine kleine rote Zwiebel, davon werde ich vielleicht nur die Hälfte aber brauchen. Eine Handvoll Kirsch- oder Datteltomaten, sind ungefähr 11 oder 12 Stück hier drin. Eine Knoblauchzehe, das ist optional. Und dann Pfeffer, Salz, Zucker und auch optional, aber vielleicht ein bisschen mehr Geschmack, Kreuzkümmelpulver. So, legen wir gleich los. Was wir als erstes machen müssen, ist erstmals die Gewürze und die Avocados zusammen mischen. Also werde ich die Avocados erstmal schälen. Einfach mal hier entlang schneiden. Dann kann man das relativ leicht halbieren. Haut kann man gut abziehen. Meistens. Der war deutlich einfacher wie der erste Avocado. Manche sind leicht zu schälen, manche ein bisschen schwieriger. Aber jetzt haben wir es. Upala, das geht hier rein. Jetzt haben wir es geschafft. So, bevor ich weitermache, muss ich schnell meine Hände abwischen und dann werde ich das dann zermanschen, zerdrücken. Okay, also, erstmal mache ich so quasi, ich nenne es die Basis. Bevor ich das alles zusammendrücke, werde ich Saft von dieser Limette mit ein bisschen Hilfe von meinem Gabel rein squeezen. Wie gesagt, manchmal reicht der Saft nicht aus, finde ich. Vor allem der hier scheint leider ein bisschen trocken zu sein. Vielleicht werde ich eine zweite brauchen. Auf jeden Fall werde ich das abschmecken. Bin mir jetzt eigentlich fast sicher, dass ich ein zweites brauchen werde, weil es kommt leider aus dieser Limette enttäuschenderweise ganz wenig Saft, aber es kommt der Vesper dazu, das finde ich weniger gut. Hopp. Dann Pfeffer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das reicht. Zucker. Immer eine kleine Prise. Ich habe hier einen Viertel Teelöffel. Das ist fast sogar ein bisschen zu viel. Ich werde es ungefähr zur Hälfte füllen. Das reicht für den Zucker. Salz, einen Viertel Teelöffel. Bisschen mehr, wenn man sich wünscht, aber schmeckt erstmal immer ab und dann könnt ihr immer noch mehr dazu, wenn ihr wollt. Und dann hier auch noch einen Viertel Teelöffel, ich mache das einfach ab, das ist dann einfacher, einen Viertel Teelöffel Kreuzkümmel für ein bisschen Geschmack. Jetzt werde ich das alles ein bisschen zusammendrücken und dann werde ich als erstes abschmecken. Hau ab! Es kann hier und da ein bisschen klumpig sein, das ist nicht so schlimm. Und jetzt kurz abschmecken. Ist gut, braucht auf jeden Fall mehr Limettensaft. Komm gleich. So, die andere Limette hat, warum auch immer, sieht man, wie viel Saft jetzt hier rauskommt. Keine Ahnung, was mit der anderen Limette los ist. Voll faserig. Jetzt probiere ich die Hälfte hier davon rein zu tun. Wie gesagt, meistens reicht der Saft eine Limette aus, außer wenn es mal so trocken ist wie der andere. Schmecke ich dann jetzt ab. Das ist schon mal deutlich besser. Okay, so können wir zu den nächsten
Schritten kommen. Jetzt habe ich die Basis. Viele Restaurants haben einfach nur diese Basis. Es ist ja okay. Es ist viel besser als das Zeug, die man teilweise aus der Dose im Supermarkt kriegt, die total ekelhaft ist, die eigentlich gar keine Guacamole ist. Aber das reicht mir nicht ganz. Sondern habe ich meine rote Zwiebel, meinen Knoblauch und meine Kirschtomaten. Und die werden ein bisschen mehr Geschmack verleihen. Also ich schneide sie einfach in ganz, ganz kleine Stücke. Das wird schon ein bisschen dauern. Aber nicht so schlimm. Okay, das ist die letzte, das waren 10 Datteltomaten, ich hatte 11. Eine habe ich genascht. So, und jetzt zum Zwiebeln. Die Hälfte reicht auf jeden Fall, außer man super gern Zwiebeln isst, dann von mir aus gerne noch mehr dazu. Aber das reicht jetzt hier auf jeden Fall für unsere Zwecke. Die Hälfte. Auch nicht grob schneiden, versuche es, wenn es geht, so klein wie möglich zu schneiden. Und dann mein Knoblauchzeh, frisch aus dem Garten. Die Knolle war ein bisschen kleiner, aber frischer Knoblauch aus dem eigenen Garten, das ist schon was Besonderes. Und jetzt kann das einfach alles in den Guacamole rein. The Wasp is back, the Wasp is back, the Wasp is back. Der riecht gutes Essen aus der Kitchen. Ich kann ihm nicht, das nicht verübeln. Aber ich würde mir schon wünschen, dass er momentan abhauen würde. Und jetzt nochmal mischen. Ich weiß klar, aus hygienischen Gründen müsste ich eigentlich jedes Mal, wenn ich es abschmecke und so ein neues Löffel nehmen. Nur meine Familie ist momentan bei den Schwiegereltern. Ich bin alleine zu Hause. Das ganze Guacamole ist für mich. Also muss ich das in diesem Fall ausnahmsweise nicht machen. Das sieht, schauen wir mal, das sieht richtig lecker aus. Und ich finde, wenn man es ein kleines bisschen Zeit gibt, auch zu ziehen, dann kommen die Gewürze und das ganze Geschmack noch ein bisschen mehr raus. Am zweiten Tag ist Guacamole immer ein bisschen bräunlich gefärbt. Das macht den Geschmack nichts aus. Das ist einfach durch den Sauerstoff, der aufs Avocado geht, der oxidieren. Macht euch keine Sorgen darüber. Es ist dann am zweiten Tag nicht schlecht. Taste-Test. Wisst ihr was? Ich denke sogar noch ein kleines bisschen Limettensaft. Der Rest passt, denke ich mal, ziemlich optimal. Wespe meint es auch. One more taste test. That's good, that's good, that's good, that's good, that's good. Wie ihr seht, macht immer ein bisschen Freestyle hier. Kleines bisschen Salz noch dazu. Mann, ist es wenig heute. Und wie gesagt, Salz, Pfeffer, Zucker, das ist wirklich Geschmackssache. Das müsst ihr selber wissen, wie viel ihr braucht. Manchmal ist es salziger, manchmal weniger Salz. Aber das ist ungefähr der grobe Rezept. Das ist gut, das ist gut, das ist what I'm talking about. Das war's. Guacamole bei Marshall's Kitchen. Ich glaube, ich muss ganz schnell nur ein paar Tortilla-Chips holen. Oh, ich liebe das.
Oder wie gesagt, im Tacos Fajitas ist es hervorragend. Das reicht eigentlich auch vollkommen für Mahlzeit. Einfach Guacamole, super gesund auch übrigens. Gut, Tortilla-Chips vielleicht nicht ganz so gesund, aber die Mischung passt. Ich könnte das Ganze essen, ohne Witz. Ich liebe es so sehr. Ich finde in Deutschland, ich komme aus Kanada, Nordamerika ist ein bisschen mexikanisch, mehr mexikanisch geprägt als in Deutschland. In Deutschland tut man sich schwer, wirklich richtig gutes mexikanisches Essen zu finden. Und Guacamole ist super leicht zu machen. Nur leider, warum auch immer, wird auch in vielen Restaurants nicht ganz so gut. Ich liebe diese Variation, diese Version. Ich hoffe, dass ihr es auch probiert. Ihr kriegt alle Zutaten im Supermarkt. Probiert es aus, gebt mir Bescheid, wie das schmeckt. Viel Spaß beim Kochen und bis zum nächsten Mal in Marcel's Kitchen.